Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted-C. Ja, zweiter Teil hier von diesem Video, von dieser großen Videoreihe zum ET48 2.0. Das zweite von 2 Videos. Es gibt andere Karos. Habe ich bekommen. Das ist ja die Original-Karo. So sieht sie aus. LCG. Ich sag einfach mal LCG. Das ist ja dieser tiefe Schwerpunkt, den man jetzt erreichen möchte. Soll auch sehr gut funktionieren. Aber, wo habe ich es hingelegt? Und hier muss ich gleich, wenn ich euch das zeige, eine kleine Warnung mit aussprechen. Ich mache ja gern diese Fehler für euch, damit ihr eventuell diese Fehler nicht macht. Ich finde die Karo sehr gut. Ich würde sie auch einfach mal fahren. Ich hoffe nur, dass es noch besser wird. Und zwar, ich sage gleich, welchen Fehler ich gemacht habe. Den kann man ganz klar vermeiden. Das hier ist die originale Tecno NT 48.3 Karo vom Nitro. Die ist breiter, die ist viel breiter als die Elektro Karo und sie passt. Und zwar ziemlich gut. Man muss jetzt vorne nur die Karohalter nach oben bauen und zwar auch nach innen bauen. Nicht nach vorne, sondern nach innen. Und dann sollte das kein Problem sein. Ich habe die Karolöcher jetzt noch nicht gemacht. Hinten passt es auch fast von den Markierungen. Lasst in dem Moment, wo ihr die Karo aufbaut, lasst sie bloß klar, weil dann könnt ihr euch die Karolöcher natürlich besser anzeichnen. Aber das sollte funktionieren. Ne? Ich bin da ziemlich begeistert. Also ich finde dieses eckige Design fand ich ja, also gerade das von der ET48.3 Karo, diese Front, das alles, das gefällt mir einfach so extrem. Ich finde das so geil. Ich weiß auch schon ganz genau, in welcher Farbe in welchen Farben die kommt. So, sagen wir es mal so. Das wird gut. Ne? Sie hat hier drin etwas Kleber, warum auch immer. Das muss ich dann groß reinigen, aber das passiert wahrscheinlich mit den Aufklebern, die da mitgeschickt werden. Ist halt passiert, kann man reinigen. Kein Problem. So, welcher Fehler ist mir unterlaufen? Ja, ich habe jetzt natürlich einfach ausgeschnitten nach Kante des Herstellers. Was ist aber passiert? So, jetzt kommt sie hinten natürlich noch ein bisschen tiefer, so 5 mm, wegen den Löchern, die da reinkommen. Aber, guckt mal bitte. Die ist hinten mit den Originallöchern, kommt sie nach oben. Und vorne, möchte ich mal behaupten, kommt sie aber auch noch so. Das heißt, ich habe eine Karo jetzt, die ja, einlädt zum Dreck reinfliegen. Bekomme ich die Karo übrigens bei Microspeed. Ein Gruß geht raus. Vielen Dank dafür, Michael. Ich möchte euch das bitte mal zeigen und deswegen hat er mir die Karo geschickt. Ja, ich würde sie aber, mein Tipp an euch, lasst sie einen Zentimeter länger. Ne? Hinten auf jeden Fall, ja, 1,5, weil im Nachhinein abschneiden könnt ihr immer noch. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ist ein bisschen schade, aber nun ja, kann ich mit leben. So rein zum Bashen oder vielleicht auch für Strecke. Mal gucken. Gucken wir mal, was passiert. Na? So, das ist Karo-Option Nummer 1. Die schon mal, wenn man das mit den Seiten beachtet, sehr gut passt. Nicht anliegend, ne? Hat einen Zentimeter Platz zu den Chassiswanden, aber passt. So, Karo-Option Nummer 2 ist deutlich schlanker. Aktuell in Europa, möchte ich mal sagen, nicht lieferbar, nicht erhältlich. Nur in den USA. Habe ich mir da bestellt. Da hinten habe ich nicht sauber ausgeschnitten, aber egal, das kann ich gleich mal machen. Und das ist die, oh Gott, muss ich mal kurz suchen. Wo habe ich denn jetzt die Packung? Da. Das ist die Karo von Leadfinger Racing. Habe ich hier die Artikelnummer drauf? Ja. Guckt mal bitte, wer sie sich angucken möchte. Der Versand war unheimlich teuer.
Der Versand hat mehr gekostet als die Karo. Nur mal so zur Info. Die Karo hat mich jetzt ungefähr 80 Euro gekostet. Und davon waren, glaube ich, 50 Euro Versand. Weil aus der USA hierher. Aber die Fotos haben mich überzeugt, weil die Optik der Karo auf den Fotos sehr, sehr geil aussah. Auch hier müssen wir jetzt die Karo-Halter, die vorne sind, nach oben bauen und zwar nach vorne. Dann funktioniert das auch. Sehr nah anliegend, nicht ganz, aber nah. Und ich halte sie jetzt mal so hin, wie sie hinkommt. Sie ist lang genug. Na? Was mich halt so was ich geil fand, war, man muss das Ganze jetzt natürlich lackiert sehen, aber die Front der Karo war auf den Bildern so schön. Man muss es natürlich, ja, ich werde euch natürlich Bilder machen nach dem Lackieren. Aber wir haben hier wieder eine Karo, die schlank ist, die das Auto wieder optisch schlanker macht, als es eventuell wirkt. Das Auto wirkt unheimlich lang wieder. Also wie der Vorgänger. Wer das favorisiert hat, hat hier natürlich in dem Moment eine super Karo-Option. Was natürlich jetzt der Nachteil ist von den beiden Karos, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Beim Einlenken schleudert ihr jetzt wieder Dreck vorne in die Radläufe hier. Ich kann gerade ins Auto fassen. Der Dreck fliegt da rein. So. Das passiert bei der Originalen nicht. Also sagen wir mal so, 90% weniger. Weil der Dreck, weil das hier vorne anliegt, wie beim Buggy. Ich kann hier nur mit Mühe gerade ins Chassis greifen und das auch nur fingerbreit. Die Karo greift hier so ein bisschen vorne ein und hält den meisten Dreck ab. Finde ich, was das angeht, Dreckschutz deutlich besser im Gegensatz zu den anderen beiden. Aber ich sag mal so, von den 3 Karos, die ich hier gerade habe, ist das hier mein Favorit. Hätte ich sie nicht versaut, wäre ich noch glücklicher. Ich find diese Front einfach ultra schön. Ultra schön. Aber es ist Geschmackssache. Ich baue sie natürlich trotzdem gerne für euch drauf. Vielleicht mache ich die Karo-Halter auch in Fahrtrichtung nach vorne, damit die Karo ja ein bisschen besser aufliegt. Weil es könnte sein, dass es hinten nicht passt. Ich muss es wahrscheinlich nach vorne machen. Ne? Es ist natürlich nicht, also diese Karo ist nicht für das Auto gemacht. Ganz klar. Das ist hier quasi Zweckentfremdung. Man beklaut den Nitro um eine Karo. Aber wir gucken mal, was das wird. Ne? Ich halte euch mit Bildern auf Instagram und auf Facebook auf dem Laufenden. Und wahrscheinlich auch nochmal, gucken wir mal, wenn ich das Auto eigentlich mal fahre, welche Karo ich dann drauf habe. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Ich gucke mal ganz kurz hier. Ich habe da nämlich eigenmächtig entschieden, dass ich hier den oberen Radlauf, ja, das ist nicht viel, das sind 3 mm hier oben, länger lassen möchte. Könnte sein, weil ich habe mich da nicht an die Schnittkante gehalten. Hätte es mal bei der anderen Karo unten gemacht. Ja, mal gucken, wie sehr dann die Dämpferbrücke wieder oben in die Karo haut. Wenn man auf dem Dach landet oder Dach landen sollte. Ist aber natürlich besser, als eine neue die neue Dämpferbrücke zu zerstören. Lieber eine Karo, ne? Habe ich nämlich auch schon gesehen. Einmal auf dem Dach gelandet, über den Asphalt gerutscht und Dämpferbrücke 5 mm kürzer. Das tat bestimmt richtig weh. Nun ja, aber es gibt diese Optionen und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ja, finde ich gut. Werde ich beides mal fertig machen bei Gelegenheit, wenn sich die Zeit findet. Und dann zeige ich euch das nochmal auf jeden Fall, wenn es fertig ist. Ne? Aber diese Optik von vorn ist einfach männlich. Ne? Gut, das war schon von meiner Seite. Wie gesagt, Facebook, Instagram, da werde ich dann solche Sachen, diese Karo-Bilder posten. Bitte beachtet, dass wenn ihr eine Techno-Karo bestellt, dass da kein Dekorbogen bei ist. Warum auch immer das so ist. Ich verstehe es nicht. Aber Techno macht das so. Da sind Scheibenaufkleber bei und fertig. Ne?
Kein Dekorbogen, den müsst ihr extra kaufen. Hier bei der Liedfinger Karo. Gucken wir mal ganz kurz, was dabei ist. Oh, hier ist sogar Klett dabei für die Seite, dass wir die Chassiswanne an die Karo kleben können. Das gefällt mir ja. Und zwar richtig lang. Guckt euch das mal an hier. Hoppala. Oh. Ja, okay, der wird halten. So, dann haben wir hier die Scheibenkleber. Ja, Aufkleber, Scheinwerfer, also Front. Und das war's. Und diese Aufkleber, Liedfinger-Werbung. Aber das ist dann der Dekobogen, der das Auto zum Auto macht, ne? Geil. Aber egal, ich habe noch ein paar Techno-Aufkleber. Die kommen dann da drauf. Und gut. Ja, schön. Ach ja. Ich habe auch noch andere Aufkleber, die kann ich bei der Karo hier auch noch drauf machen. Ja. Die sieht jetzt fast unlackiert, fast ein bisschen langweilig aus, möchte ich sagen, die Liedfinger Karo. Was halt mich wirklich überzeugt hatte, war das Verkaufsbild, weil die einfach nur in Olivgrün und matt lackiert war. Und das sah so unendlich geil aus. Das kriegen wir auch hier hin, mit nicht Olivgrün, sondern wahrscheinlich mit hellem Gunmetal matt. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Na? Gut, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und wenn ihr das noch nicht habt, ein Abo da. Und dann werdet ihr auch über zukünftige Videos und Livestreams, die auch wieder definitiv stattfinden werden, auf dem Laufenden gehalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder Livestream. Ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.